Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Es ist mal wieder soweit. Ich bin gerade voll im Baldur's Gate Fieber. Ich weiß nicht, wie das kommt. Also, eigentlich wollte ich jetzt wieder was anderes aufnehmen, aber wir sitzen jetzt schon wieder hier am 5.3. Ihr seht schon, ich weiß nicht, wann diese ganzen Folgen online kommen. Ich habe mir vorgenommen, ein bisschen voraufzunehmen schon mal, damit ich nicht an einem Stück so viel hochladen muss, weil das schaffe ich nämlich nicht. Und hier haben wir schon mal zwei. Ich fange jetzt schon mal an, immer zwei Speicherstände zu machen. Aber wir nehmen einfach mal den hier. Bald. Ich muss wirklich sagen, dass mir die Geschichte vom Traumbesucher, also jetzt vom Imperator, finde ich viel interessanter, wie jetzt die Geschichten unserer Mitbringsel-Leute. Also ich weiß auch nicht, die haben ja immer irgendwas mit ihren Göttern. Die Laisel ist furchtbar enttäuscht von ihrer Göttin. Die Schattenherz hat auch was mit ihrer Göttin. Die wollte krasser, dunkler Justiziar werden. Der Gale, was weiß ich, was der wollte. Der hat eine Katze gehabt, anscheinend mit Eulenflügel, mit Vogelflügeln. Diese andere Karlach, die kenne ich nicht. Ja, der Halsin, ich weiß auch nicht, was denn sein Ding war. Wahrscheinlich die ganze Welt retten, keine Ahnung. Wen haben wir noch? Ja, die Drow. Wahrscheinlich hatte die auch irgendeine Göttin. Ja gut, ist ja klar, die Göttin hier, die absolute. Wahrscheinlich. Dann haben wir hier The Will. Ja, Will, was ist mit Will los? Will hat seinen Papi. Und er hat die ewige Bürde. Ja, er ist zum Teufel geworden, hat den Pakt mit dem Teufel gemacht. Was mit ihr hier los war, ja, sie hatte auch eine Aufgabe. Vielleicht, was noch interessant ist er. Also, das mit dem Cazador. Aber das mit dem Traumbesucher finde ich echt interessant. Ja, sie ist auch interessant. Es sind ja alle interessant, aber ich finde nur manche irgendwie so, das mit den Göttinnen, das ist ein schönes Abbild von mir. Ja, das ist mir völlig wurscht. Das ist mein Abbild. Ja, muss ich schon sagen. Also, das ist alles ein bisschen interessant. Manches ist halt mehr und manches ist halt weniger interessant. Und das mit den Göttinnen ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt ausgesiebt. Und mir ist auch irgendwie aufgefallen, kann das sein, dass ich die Schattenherz irgendwie furchtbar schrecklich behandelt habe? Also jetzt mal davon abgesehen, dass ich es erschlagen habe. Ich habe mich erst bei ihr eingekratzt. Dann, warte mal, wir lassen mal auf den offiziellen Weg das hier. Ich habe mich bei ihr eingekratzt. Dann haben wir uns geküsst? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann haben wir uns geküsst und haben wir Wein getrunken. So, und dann waren wir scheinbar irgendwie schon so fast so zusammen, weil wir haben ja dieselben Gesprächsoptionen gehabt wie bei der Laisel. Dann haben wir die Laisel angebracht und dann ist die Schattenherz gegangen. Und dann wollten wir uns wieder anfreunden und haben wir so umgebracht. Das ist irgendwie schon gemein, oder? Wir haben übrigens eine Katze in unserem Lager. Finde ich sehr schön. Ja, gucken wir mal, was heute passiert. Ich habe immer noch einen Zettel. Auf einem Zettel steht jetzt ein bisschen mehr drauf. Zirkus, Schnibbel, Buch, Astarion. So. Wir könnten hier schon Jute... Du bist böse, du hast Käse aus mir gemacht. Ich glaub's ja wohl nicht. Sehr cool. Ja. Ne? Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Hier ist Rivington. Ich meine, wir haben jetzt hier in Rivington tatsächlich alles ausgekaspert, würde ich meinen. Und wir müssen jetzt tatsächlich hier hin. Ich frage mich nur gerade, warum ist denn das hier noch so ausgegraut? Wir laufen mal dahin. Schön einkaufen waren wir auch. Übrigens finde ich es immer noch sehr cool, wie wir aussehen. Ich liebe das. Und was ich auch am Imperator echt interessant fand, war, dass die den so vermenschlicht haben. Ich habe mich so vermenschlicht, dass ich mich verlaufen habe. Wo muss ich denn hin überhaupt? Wo ist der Ausgang? Da unten. Dass der da einfach so da saß auf dieser Bank. Das war so andersartig. Das ist ganz, ganz komisch. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich laufe doch nicht falsch. Ja, das hat ihn irgendwie menschlich gemacht. Dann hat er noch sein Innerstes preisgegeben. Ich glaube, der ist ein netter Bursche. Hier muss ich doch lang.
Hä? Ich war hier, war alles super. I heard what you did about Dribbles. He was a good egg. Thank you for making sure no one else got hurt. Also wenn Schnippel wirklich so aussah, dann war der echt gruselig. Okay, aber wo suchen wir jetzt den ganzen Rest? Ich meine, hier dürfen wir nicht hin und hier unten wahrscheinlich. Wann kommt denn eigentlich der Punkt, dass hier alles kippt und dass doch wieder alle sterben? Ich meine, ich habe ja schon allen erzählt, dass ich auf jeden Fall alles ausrauben werde hier. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ist das jetzt Baldurs Tor oder nicht? Ich muss da gefühlt hunderte von Quests fertig machen. Deswegen kann das auch nicht so winzig sein. Die Drucktafeln sind noch nie so heiß gelaufen, sagst du, oder? I knew you'd be back. You're definitely the type to enjoy a nasty bit of news, aren't you? You've got that glint in your eye. So, you'll be wanting a copy of today's edition of the Baldur's Mouth Gazette, then? Ja, klar. Have I ever told you you're my favorite customer? You are. It's the truth. Hä, kennen wir die überhaupt? Hä? Ich kenne die doch überhaupt nicht. Habe ich die schon mal irgendwo kennengelernt? Gazette Baldurs Ohr. 1492 TZ. Ausgabe. Ich habe die nächste Frage, nachdem wir jetzt geklärt haben, was RK ist. Dankeschön für die Erklärung. Was ist TZ? Timezone. Oh, was ist hier los? Baldurs Mouth. Hä? Aber Mouth heißt doch Mund. Wieso steht denn da Baldurs Ohr? Hä? Okay, Händler Gil erklärt, Markt für magische Gegenstände durch Abenteurer gerettet. Ritualmord an Herzogin Stelmane in der Taverne, Elfgesang weiterhin ungeklärt. Wachsende Spannungen zwischen Balduriern und Flüchtlingen. Wir dürfen nicht riskieren, Spione der Absoluten aufzunehmen. Postmeister Danzo, Bogenmacher unter Druck. Was geschieht mit unseren Briefen? Spendenaktion im Flüchtlingslager. Jede Gabe zählt. Krönung Gortas steht bevor. Erlebt den Aufstieg des ersten Erzherzogs von Baldurs Tor. Tipps zum Geldsparen von Blois Method. Ja, Baldurs Tor, Baldurs Mund. Kannst du nehmen, wie du willst. Hier kamen wir hoch, gell? Wir haben schon mit dir geredet. Ich komme gleich zurück. Hi. Are you trying to get into the city? Got a minute to tell me about your experience at the gate today? Mal halbjährig, ja, wer seid ihr? I'm Lens, roving reporter for the Baldur's Mouth Gazette. My editor sent me to cover the drama out here at the gate. He wants some fluff piece about the heroic steel watch keeping the mob at bay, whether or not that's the truth or not. Was haltet ihr für die Wahrheit? That the refugees here are desperate, hungry, scared people. They're no mob. They just want to be safe. I've heard the rumours. Absolutists marching from Moonrise Towers. Whole towns felled by strange curses. It's no wonder they ran. Of course, I can't write any of that. My editor only releases stories his friend Lord Gortash approves of. And he's very selective. Wo finde ich denn euren Herausgeber? Ich würde ihn gern kennenlernen. At the Gazette's print reden. house. Though it's in the lower city, so you'll need to get past the gates first. Come to think of it, you remind me of someone he was writing a piece about. You, might want to speak to him about that. Set the record straight before the ink is dry, so to speak. Now, if you don't mind, I've got some edits to make. Okay, also es wird über uns geredet.
Oder geschrieben. Sorry, can't talk. I'm on a deadline. Ach ja, auf einmal. Da oben waren doch die anderen. Oder? Ach ja. Ich will nur das hier unten schnell noch aufdecken. Dann gehen wir. Sieht doch ein bisschen größer als gedacht. Vielleicht ist es doch bald das Tor. Aber wo ist denn dann Wyrmbrücke? Befolter Pilz brauchen wir nicht. Ach, wir können hier einfach eine Seite hochspringen. Ist ja nicht irgendwie... Nicht genügend Platz. Da ist Platz. Wir sind einfach da. Ach, Wyrmbrücke. Oh, er will das sagen. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? Das ist eine neue Vorgehensweise. Da muss Gortash dahinter As long stecken. as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Kann das sein, dass seine Hörner länger geworden sind? Kann das sein, Herzogin Stelmane hat ein Bündnis mit dem Imperator? Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe him. And maybe it's true. Maybe Stelmane allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Or maybe he made an offer she couldn't refuse. Kanntet ihr Stelmane früher gut? I met her twice. The first time I was a boy of 7 or 8 at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked Father later. No, he said. A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. Ich meine, da steckt noch mehr hinter der Geschichte. Something's always gnawed at me. At the banquet, Stelmane didn't seem to look at us, but through us.
But that second time, her gaze never left me. It was steel, sharp and unyielding. It could just be my imagination, but I always felt that it was more than a stroke that had changed her. What, though? I couldn't say. Toll, jetzt ist der mir so sympathisch, jetzt will ich nicht gegen ihn reden. Mir fehlt es an Mitleid. Sie hat sich mit einem Gedankenschädel zusammengetan, dem Imperator. Whatever you believe about Stelmane, she's not the only one to suffer the killer's blow. My father was tadpoled. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, you must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Geh ins Lager. Okay. Okay. Ah, hier könnten wir das ganze Essen klauen. Hier ist ein Knopf. Ach nee, doch nicht. Hallo. No trespassing. Got it? Ich verschwinde hier. Hä? Hier steht überhaupt keiner. Die machen sich ja einfach. Also wenn das kleine Ding da hinten echt Baldurs Tor ist, dann ist es ein... Also das ist ja gar nicht groß. Wie viele sollen denn da reinpassen? Oh, ein Schild. Okay, müssen wir hier irgendwann mal jemanden abwehren oder warum sind da Pfeile drin? Was ist das denn? There must be something. We can't get in. I have family here. They said we'd be welcome. I'm not going anywhere. Not till they let us through. Heartless bastards. If they'd just listen. Pa said the Flaming Fist would be nice, but they don't seem nice. My son, he's only a boy. Get in line. We were here first. Ist er krank? Er hat so geschwitzt. Nicht, dass er Fieber hat. I thought we'd be safe in the gate. Kontrollpunkt am südlichen Teil. They won't let us in. And they asked we were nice too. Oh. Our kind? Damned outsiders. Swarming the place. Take it somewhere else. My hands are full.
Okay, also wir könnten doch auch Flüchtlinge sein. Move along. Get moving! Unless you want a belly full of steel. You keep your distance, and I'll keep mine. Let us talk. Stark. Access confirmed. Proceed at will. Oh, interessant. Es sieht schon sehr geil aus. Also, braucht man eigentlich nicht sagen, gell? Weiß man ja. Heldenporträt von Gortasch. Lord Enver Gortash, the people's man, the gate's protector. Hä? Wo kam die jetzt her? Hier unten ist doch gar nichts. Ich frage mich halt echt, wo sollen wir denn noch hier die ganzen Teile finden, wenn wir jetzt nach Baldurs Tor kommen? Ist nach Baldurs Tor Schluss? When I was a child, Father sent me to Chares's caress to deliver messages. How was I to know what went on behind its closed doors? Eating, sleeping, and sex acts of all manner, of course. Was hast du gesagt? What's plain to you wasn't so plain to Minnie, Will. Minnie Lazel wasn't so sheltered. On Crush Kalir, very little is hidden behind doors. Okay. For a member of staff? I'd probably break his nose. Good. Welcome to Chares's caress, where our libations and sensual indulgences restore even the weariest souls. Okay, da müssen wir rein. Finest fish caught this morning. What'll it be? Warum sieht der so verblutet aus? Come back soon. Fresh catch every day, guaranteed. Sleeping in the gutter, then that's an democracy. Oh, wir können reden. The missus and I have been dreaming about the city. No more sleeping rough. Didn't expect to find it locked down tighter than a watcher's fist. That might be worth a look. I just want somewhere warm and safe. I found so many victims for Cazador here. They're the kind of people no one would ever miss. Bloody ages we spent hiking from Murren. And they won't let us in the city proper. Bollocks. We're adventurous, damn it. Warum lassen sie euch nicht rein? The bridge god chatted some shite about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Scheint nicht so gut, Kassel laufen. Bloomin' hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Ich habe tatsächlich ein wenig Hunger. Have a Was habt skeg ihr? at these. Ach, nö. That should do you. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Bla bla bla. Für wen habt ihr mich gehalten? The landlord, Sir Frago Antuna. A most generous soul, I assure you. Okay. Nehmen wir mal so an. Klitschenmieterliste. Niedergekritzelte Aufzeichnungen zu Gästen bedecken Seiten voller Tinte. Fett und wissen die Götter was noch. Name Benrö, Aufenthalt unbestimmt, bezahlt bis in einem 10-Tag. Name Fivion Goldmal, Aufenthalt 1 Monat, bezahlt bis ein 10-Tag im Rückstand. Name Grischka, Aufenthalt
unsicher. Bezahlt bis in 5 Tagen. Name Rosanna. Aufenthalt keine Sekunde länger als nötig. Bezahlt bis in 2 Tagen. It is you. Most definitely not anyone else. Salutations and hello and whatnot. Hä? Ach, stand er da hinten? Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Nun ja, ihr Hohepriester ist gerade gestorben. Does that excuse being rude? Excluding folk? Come off it. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. Ich dachte, Priester wären so höflich. So did I. Was ist euer Geschäft? Let me show you. Hier sind sie alle, die ganzen. Wie viel habe ich denn davon? Weiß man das? Mir ist gerade nicht zu kaufen zumute. Regeln für die Klitsche. An alle Bewohner von Fragos Klitsche. Bitte nehmt die folgenden Regeln und die damit verbundenen Kosten sorgfältig zur Kenntnis. Erstens, Laken vor der Abreise ordentlich auf dem Bett falten. 2 Goldmünzen. Zweitens, kein großer Gestank. 3 Goldmünzen. Drittens, kein Trinkgeld für den Hausmeister. Er wird sehr gut bezahlt. 5 Goldmünzen. Viertens, kein Verzehr von mitgebrachten Speisen. 2 Goldmünzen. Fünftens, keine Spuren in der Latrine. Niemals. Okay, also solange man es nicht mitnimmt, ist es anscheinend okay. Die Bücher darf man noch lesen, den Rest nicht so. Fragos Flophouse. Enter as strangers, leave as friends. No vacancies at this time. Okay, lag hier noch irgendwas rum? Nee. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.